Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Ja, bitte. Was kann ich für Sie tun? Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Kein Problem, sagen Sie einfach. Mein Handy ist fast leer. Es hat nur noch 2% Akku. Oh, das ist nicht gut. Besonders auf einer langen Reise nach Paris. Ja, genau. Ich habe überall gesucht, aber ich finde mein Ladekabel nicht. Haben Sie es vielleicht zu Hause vergessen? Ich glaube ja. Ich war heute Morgen sehr im Stress. Das kenne ich. Ich vergesse auch oft wichtige Sachen. Haben Sie vielleicht ein Ladekabel dabei? Ich muss kurz in meiner Tasche suchen. Einen Moment bitte. Das wäre wirklich sehr nett von Ihnen. Ich habe ein Kabel hier, aber es ist für ein iPhone. Oh nein, ich habe leider ein Android-Handy. Das ist schade. Dann passt mein Kabel leider nicht. Haben Sie vielleicht eine Powerbank? Ja, ich habe eine Powerbank in meinem Rucksack. Kann man dort ein normales USB-Kabel anschließen? Ja, das geht. Aber haben Sie denn ein eigenes Kabel? Nein, das ist ja das Problem. Ich habe gar kein Kabel dabei. Warten Sie, ich schaue nochmal in die kleine Tasche. Vielleicht haben Sie dort Glück. Schauen Sie mal, hier ist noch ein zweites Kabel. Oh, super. Das sieht genau richtig aus. Probieren Sie es mal aus. Passt es in Ihr Handy? Ja, es passt perfekt. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Sie können es gerne eine Stunde benutzen. Das ist meine Rettung. Ich muss in Paris mein Hotel finden. Ohne GPS ist das in Paris wirklich schwierig. Ja, die Stadt ist sehr groß und ich war noch nie dort. Keine Sorge, in einer Stunde ist Ihr Handy wieder voll. Sie sind sehr hilfsbereit. Reisen Sie auch nach Paris? Ja, ich besuche dort meine Freundin für ein paar Tage. Schön. Ich bin geschäftlich dort. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und eine gute Reise. Dankeschön. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Ich gehe zum Bordrestaurant. Das ist eine nette Idee. Ein schwarzer Kaffee wäre toll. Gut, dann bringe ich Ihnen einen mit. Don't forget to use our website langfad.xyz, where you can get essential words and phrases, an Anki deck, and a PDF file based on this lesson. The link is in the video description. Lukas, schnell! Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich laufe ja schon, aber dieser Koffer ist so schwer. Wie spät ist es jetzt? Hast du auf die Uhr geschaut? Es ist jetzt genau 9 Uhr und 8 Minuten. Unser Zug nach Genf fährt um 9:10 Uhr ab. Was? Das sind ja nur noch 2 Minuten. Wo ist die große Anzeigetafel? Ich kann sie nicht sehen. Dort vorne, neben dem Kiosk. Bleib kurz stehen. Okay, such schnell unseren Zug. Genf, 9:10 Uhr. Ich sehe es. Er fährt heute von Gleis 18 ab. Gleis 18? Aber auf dem Ticket steht Gleis 4. Da steht ein Hinweis. Es gibt heute eine Änderung. Oh nein, Gleis 18 ist ganz am Ende vom Bahnhof. Wir müssen rennen. Komm, nimm meine Hand. Entschuldigung, lassen Sie uns bitte durch. Achtung, Leute, wir haben es sehr eilig. Wo ist Gleis 18? Ich sehe nur Gleis 10, 11, 12. Wir müssen weiter geradeaus gehen, ganz weit nach hinten. Ich kann nicht mehr rennen. Meine Tasche ist zu unbequem. Gib mir die Tasche, ich trage sie auch noch. Danke, du bist toll. Schau, dort ist das Schild für Gleis 18. Da steht der Zug noch. Die Türen sind aber schon fast zu. Warte, ich sehe den Schaffner. Hallo, bitte warten Sie noch einen Moment. Er hat uns gesehen. Er hält die Tür offen. Schnell, steig ein. Ich hebe die Koffer rein. Puh, wir sind drin. Das war wirklich sehr knapp. Mein Herz klopft so schnell. Das war wie im Film. Ich bin total außer Atem. Wir müssen uns erst mal setzen. Hier sind 2 freie Plätze am Fenster. Gott sei Dank. Stell dir vor, wir hätten den Zug verpasst. Dann hätten wir 2 Stunden auf den nächsten Zug warten müssen. Ja, und unser Hotel in Genf wäre dann schon zu. Jetzt können wir uns entspannen. Hast du die Fahrkarten? Ja, ich habe sie sicher in meiner Jackentasche. Gut, jetzt brauche ich erstmal eine Flasche Wasser. Ich auch. Das war wirklich purer Stress am frühen Morgen. Entschuldigung, Anna, kann ich dich kurz stören? Ja, natürlich, Marc. Was gibt es denn? Geht es nur mir so oder ist es hier im Büro extrem kalt? Findest du? Ich finde die Temperatur eigentlich sehr angenehm. Ich zittere schon ein bisschen an den Händen. Das liegt sicher an der Klimaanlage. Sie steht auf 21 Grad. 21 Grad, das ist viel zu kalt für mich. Draußen sind es aber 30 Grad. Das ist doch eine gute Abkühlung. Für mich fühlt es sich an wie im Kühlschrank. Mir ist aber so warm. Ich kann mich sonst nicht konzentrieren. Wenn es so kalt ist, bekomme ich bestimmt bald Schnupfen. Das möchte ich natürlich nicht. Aber ich schwitze wirklich sehr. Können wir die Klimaanlage vielleicht auf 23 Grad stellen? Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu warm für die Arbeit. Wie wäre es mit einem Kompromiss? 22 Grad. Na gut, versuchen wir es mit 22 Grad. Danke. Und vielleicht können wir sie für 10 Minuten ganz ausmachen?
Nein, bitte nicht. Dann wird die Luft sofort so schlecht. Dann lass uns doch einfach das Fenster für einen Moment öffnen. Aber draußen ist es so laut wegen der Baustelle. Das stimmt auch wieder. Die Bauarbeiter sind heute sehr laut. Hast du vielleicht einen Pullover oder eine Jacke dabei? Nein, ich habe heute nur dieses Düngehemd an. Ich habe eine Ersatzjacke in meinem Schrank. Möchtest du sie haben? Eine Frauenjacke? Das sieht bestimmt lustig aus. Sie ist dunkelblau und ganz schlicht. Das merkt niemand. Das ist nett von dir, aber ich glaube, ich trage lieber keine Frauenjacke. Okay, ich verstehe. Soll ich meinen Platz mit dir tauschen? Warum? Ist es an deinem Platz wärmer? Ja, ich sitze direkt am Fenster in der Sonne. Und mein Schreibtisch steht direkt unter dem Luftstrom der Klimaanlage. Genau. Wenn wir tauschen, hast du die Sonne und ich die kühle Luft. Das ist eine exzellente Idee. Warum sind wir nicht gleich darauf gekommen? Manchmal dauert es ein bisschen, bis man eine Lösung findet. Hilfst du mir kurz, meinen Laptop rüberzutragen? Klar, kein Problem. Pack deine Sachen zusammen. Super, jetzt bin ich zufrieden. Hier ist es viel wärmer. Und ich freue mich über die kühle Brise. Dann können wir jetzt endlich in Ruhe weiterarbeiten. Genau. Frohes Schaffen, Marc. Danke, dir auch, Anna. Hallo Anna, hast du Hunger? Ja, ich habe großen Hunger. Wollen wir heute zusammen eine Pizza machen? Das ist eine super Idee. Ich liebe Pizza. Machen wir den Teig selbst? Ja, das schmeckt viel besser als fertige Pizza. Was brauchen wir für den Teig? Wir brauchen Mehl, Wasser, Salz und ein bisschen Hefe. Ich habe alles in der Küche gefunden. Perfekt. Und was kommt auf die Pizza? Ich möchte Tomatensoße, viel Käse und Salami. Ich habe auch eine Ananas gekauft. Eine Ananas? Das ist keine gute Idee. Warum nicht? Hawaii-Pizza schmeckt toll. Nein, Ananas gehört nicht auf eine Pizza. Das ist nicht wahr. Die Mischung ist süß und salzig. Ich finde das furchtbar. Obst ist für den Nachtisch. Aber viele Leute mögen das sehr gerne. Ich möchte keine Ananas auf meiner Seite der Pizza. Na gut, dann machen wir 2 verschiedene Hälften. Das ist ein guter Kompromiss. Wo ist das Messer für den Schinken? Es liegt dort neben dem Waschbecken. Danke. Kannst du bitte den Käse reiben? Ja, das mache ich jetzt sofort. Der Ofen ist auch schon warm. Gut, der Teig ist jetzt fertig und dünn. Jetzt legen wir alle Zutaten auf die Pizza. Zuerst die Soße und dann der Käse. Und ganz am Ende kommt meine Ananas. Ich freue mich schon auf das Essen. Ich auch. In 20 Minuten können wir essen. Ich decke schon mal den Tisch im Wohnzimmer. Vergiss die Gläser für das Wasser nicht. Mache ich. Guten Appetit schon mal. Danke, gleichfalls. Markus, hilf mir bitte schnell. Was ist passiert, Julia? Warum schreist du? Ich kann meine Schlüssel nicht finden. Oh nein, wir müssen in 5 Minuten zum Termin. Ich weiß, ich suche schon überall wie verrückt. Hast du schon im Wohnzimmer gesucht? Ja, auf dem Sofa liegen sie leider nicht. Vielleicht liegen sie unter dem kleinen Tisch? Nein, da habe ich auch schon nachgeschaut. Warst du heute schon in der Küche? Ja, ich habe dort meinen Kaffee getrunken. Schau mal neben der Kaffeemaschine nach. Da liegen sie auch nicht. Ich werde nervös. Ganz ruhig bleiben. Wo hattest du sie zuletzt? Ich kam zur Tür rein und habe telefoniert. Hattest du deine blaue Jacke an? Ja, die hatte ich an. Hast du in den Taschen der Jacke gesucht? Ja, beide Taschen sind komplett leer. Das ist wirklich sehr seltsam. Vielleicht sind sie im Badezimmer. Warum sollten deine Schlüssel im Bad sein? Ich habe mir direkt die Hände gewaschen. Geh schnell schauen. Ich suche im Schlafzimmer. Hier im Badezimmer sind sie auch nicht. Ich habe sie auch nicht unter dem Bett gefunden. Wir kommen bestimmt zu spät. Warte mal einen Moment. Was ist das im Schuh? In welchem Schuh meinst du? Dein linker Sportschuh dort im Flur. Tatsächlich, da liegen sie wirklich drin. Wie kommen die Schlüssel in deinen Schuh? Ich weiß es nicht. Sie sind wohl reingefallen. Das ist jetzt egal. Wir haben sie endlich. Schnell, nimm deine Tasche und komm. Hast du auch dein Handy dabei? Ja, das habe ich sicher in der Hand. Gut, dann los. Wir müssen jetzt rennen. Ich schließe schnell die Wohnung ab. Endlich können wir gehen. Was für ein Stress am Morgen. Danke für deine Hilfe beim Suchen. Guten Tag. Ihr Hund ist wirklich sehr süß. Hallo, danke schön. Das ist sehr nett von Ihnen. Wie heißt er denn? Er heißt Max. Und wie heißt Ihre Hündin? Meine Hündin heißt Bella. Bella ist ein sehr schöner Name. Ist sie noch jung? Ja, sie ist erst 8 Monate alt. Ein Welpe also. Das sieht man an ihrer Energie. Ja, sie möchte den ganzen Tag nur spielen. Mein Max ist schon viel älter. Er ist 9 Jahre alt.
Das ist ein tolles Alter. Ist er eine bestimmte Rasse? Ja, er ist ein reinrassiger Golden Retriever. Ein toller Hund. Er wirkt beim Laufen sehr ruhig. Ja, er schläft viel und liebt das Wasser. Bella mag Wasser leider gar nicht. Sie hat Angst. Vielleicht lernt sie es noch. Sie ist ja noch klein. Das hoffe ich. Gehen Sie oft hier im Park spazieren? Ja, ich bin fast jeden Tag um diese Zeit hier. Das ist schön. Ich bin heute zum ersten Mal hier. Der Park ist perfekt für Hunde, weil es viel Platz gibt. Ja, das stimmt. Bella rennt sehr gerne im hohen Gras. Versteht sie sich gut mit anderen Hunden? Meistens ja. Sie ist nur manchmal ein bisschen zu wild. Das ist ganz normal für junge Hunde. Max ist geduldig. Darf Bella mal vorsichtig an Max schnuppern? Ja, natürlich. Keine Sorge. Max beißt niemals. Schau mal, Bella. Das ist der große Max. Siehst du, Max? Wedelt mit dem Schwanz. Er mag sie. Das freut mich sehr. Haben Sie Max schon lange? Ja, ich habe ihn bekommen, als er ein Baby war. Das ist eine lange Zeit. Er ist ein echter Freund. Ja, er gehört fest zur Familie. Was füttern Sie ihm? Er sieht sehr gesund aus. Er bekommt spezielles Futter für ältere Hunde. Ich muss bei Bella auch sehr auf das Futter achten. Am Anfang ist das wichtig für die Knochen. Vielen Dank für das nette Gespräch im Park. Gerne. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder hier. Das wäre schön. Einen schönen Tag noch für Sie und Max. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Vorsicht bitte. Ich kann nicht gut bremsen. Alles gut. Ich hab dich gehalten. Du bist fast gefallen. Vielen Dank. Das Eis ist heute sehr glatt. Das ist normal auf einer Eisbahn. Bist du zum ersten Mal hier? Ja, das ist mein erstes Mal auf Schlittschuhen. Es ist sehr schwer. Du machst das gar nicht so schlecht für einen Anfänger. Danke, aber meine Beine zittern ein bisschen. Du musst dich entspannen und die Knie leicht beugen. Oh, danke für den Tipp. Darf ich mich an deiner Hand festhalten? Ja, natürlich. Komm, wir fahren ganz langsam eine Runde. Das ist sehr nett von dir. Ich heiße übrigens Marco. Freut mich, Marco. Ich bin Julia. Fährst du schon lange Schlittschuh, Julia? Ja, ich komme jeden Winter hierher zum Kölner Heumarkt. Es ist wirklich schön hier, besonders mit der Musik und den Lichtern. Das finde ich auch. Schau mal, dort drüben ist es nicht so voll. Warte, ich muss mich erst an das Tempo gewöhnen. Kein Problem. Wir haben viel Zeit. Mir ist schon gar nicht mehr so kalt wie am Anfang. Durch die Bewegung wird einem schnell warm. Aber meine Füße tun ein wenig weh. Vielleicht sind deine Schlittschuhe zu fest gebunden? Das kann sein. Ich werde sie gleich kontrollieren. Möchtest du danach einen heißen Kakao trinken? Das ist eine wunderbare Idee. Ich lade dich ein. Sehr gerne. Aber erst fahren wir noch eine Runde ohne Hilfe. Oh je, ich versuche es. Bitte bleib aber in meiner Nähe. Ich bin direkt hinter dir. Du schaffst das. Jetzt klappt es besser. Ich fühle mich schon viel sicherer. Siehst du? Du bist ein Naturtalent. Na ja, vielleicht ein Naturtalent mit Angst. Das ist völlig okay. Morgen hast du bestimmt Muskelkater. Das glaube ich auch. Aber es macht wirklich großen Spaß mit dir. Hallo David, warum siehst du so müde aus? Hallo Sarah, ich habe die ganze Nacht Deutsch gelernt. Oh, das kenne ich. Die Grammatik ist wirklich kompliziert, oder? Ja, besonders diese Artikel. Der, die oder das. Ich vergesse es immer. Das geht mir genauso. Und dann kommen noch die Fälle. Genau, Akkusativ ist okay, aber Dativ verstehe ich oft nicht. Ich finde die Satzstruktur am schwierigsten. Das Verb steht manchmal ganz am Ende. Das stimmt, das ist so anders als in meiner Muttersprache. Wie lernst du eigentlich am liebsten neue Wörter? Ich benutze eine App auf meinem Handy. Das mache ich oft im Bus. Ich schreibe mir alle Wörter auf kleine Karten und klebe sie an die Wand. Das ist eine gute Idee. Mein ganzer Kühlschrank ist schon voll mit Zetteln. Hörst du auch deutsche Musik oder Podcasts? Ja, aber die Sprecher sind oft viel zu schnell für mich. Du musst Podcasts für Anfänger hören. Da sprechen sie sehr deutlich. Hast du eine Empfehlung für mich? Ja, ich schicke dir später einen Link zu einer tollen Seite. Danke, das ist sehr hilfreich. Sprichst du auch oft mit anderen? Ich versuche es, aber ich habe manchmal Angst, Fehler zu machen. Das solltest du nicht haben. Fehler gehören beim Lernen dazu. Du hast recht. Man muss einfach mutig sein und sprechen. Am schwersten ist für mich die Aussprache von dem Buchstaben R. Übung macht den Meister, David. Gib nicht auf. Ich mache weiter, weil ich in Deutschland arbeiten möchte.
Das ist ein tolles Ziel. Ich lerne Deutsch, weil ich die Kultur liebe. Wollen wir vielleicht mal zusammen lernen? Sehr gerne. Wir können uns am Samstag im Café treffen. Super, dann sprechen wir nur Deutsch und trinken Kaffee. Abgemacht. Das wird uns beiden helfen. Bis Samstag dann. Ich bringe meine Bücher mit. Bis dann. Ich freue mich darauf. Hast du die Fahrkarten für den Intercity nach Lviv schon gekauft? Ja, ich habe sie heute Morgen online reserviert. Super. In welchem Waggon sitzen wir? Wir sind im Waggon Nummer 4. Hast du Plätze am Fenster gebucht? Ja, beide Plätze sind am Fenster, gegenüber voneinander. Perfekt. Ich liebe es, die Landschaft während der Fahrt zu beobachten. Ich auch. Die Natur in den Karpaten ist einfach wunderschön. Der Zug fährt sehr früh ab, oder? Ja, um 6 Uhr morgens. Wir müssen pünktlich am Bahnhof sein. Das ist kein Problem. Ich stelle mir 2 Wecker. Sollen wir uns im Zug etwas zu essen kaufen? Der Intercity hat ein gutes Bordbistro. Wir können dort Tee und Sandwiches bestellen. Ich nehme aber auch ein paar Äpfel und Kekse von zu Hause mit. Gute Idee. Die Fahrt dauert ungefähr 6 Stunden. Was machen wir, wenn wir angekommen sind? Zuerst bringen wir unsere Taschen ins Hotel und dann gehen wir wandern. Hoffentlich ist das Wetter gut und es regnet nicht. Der Wetterbericht sagt, es wird sonnig und warm sein. Das sind tolle Neuigkeiten. Ich freue mich schon auf die frische Bergluft. Hast du deine Wanderschuhe schon eingepackt? Ja, sie stehen schon bereit. Und du? Ich muss meinen Rucksack noch fertig packen. Vergiss deine Kamera nicht. Du wolltest doch viele Fotos machen. Natürlich. Die Aussicht von den Gipfeln ist fantastisch. Ich möchte auch die kleinen Dörfer in der Nähe besuchen. Das können wir am 2. Tag machen. Es wird eine sehr entspannte Reise, glaube ich. Ja, der Intercity ist sehr bequem und modern. Ich mag es, dass es dort auch Steckdosen für das Handy gibt. Stimmt, dann können wir im Zug auch einen Film schauen. Wir sollten jetzt schlafen gehen, damit wir morgen fit sind. Gute Nacht, bis morgen früh am Gleis. Schau mal, Max. Die Magnolien blühen endlich überall. Wahnsinn! Der ganze Garten ist rosa und weiß. Es riecht hier so gut nach Frühling. Ja, das ist mein Lieblingsort in Kiew im Mai. Komm mal hierher unter diesen Baum. Ich möchte ein Foto machen. Warte kurz, hier sind so viele Leute. Wir müssen einen Moment warten. Jetzt ist es frei. Bitte, mach ein Foto von mir mit den Blumen. Okay, lächele bitte. Das Licht ist hier wirklich perfekt. Zeig mal her. Oh, das Bild ist wunderschön geworden. Die Farben der Blüten sind in diesem Jahr besonders kräftig. Wollen wir weiter zum Fliederberg gehen? Gerne, aber ich glaube, der Flieder braucht noch ein paar Tage. Das macht nichts. Der Spaziergang durch den Park ist trotzdem toll. Hast du gesehen, wie viele verschiedene Pflanzen es hier gibt? Ja, ich finde die alten Bäume auch sehr beeindruckend. Dort vorne ist eine Bank frei. Wollen wir uns kurz setzen? Ja, gerne. Meine Schuhe sind nicht so bequem für lange Wege. Wir können einfach hier sitzen und die Aussicht auf den Dnipro genießen. Von hier oben kann man fast die ganze Stadt sehen. Das stimmt. Das Panorama ist heute sehr klar. Möchtest du später noch in das Gewächshaus gehen? Ja, ich möchte die tropischen Pflanzen und die Palmen sehen. Dort ist es immer so warm und feucht, wie im Dschungel. Das ist ein interessanter Kontrast zu den Blumen draußen. Sollen wir uns danach ein Eis kaufen? Das ist ein super Plan. Am Eingang gibt es einen kleinen Kiosk. Ich bin so froh, dass wir heute hierher gekommen sind. Ich auch. Die Natur gibt einem so viel Energie. Wir sollten im Sommer öfter in den Botanischen Garten gehen. Auf jeden Fall. Es gibt hier immer etwas Neues zu entdecken. Jetzt lass uns aber langsam zum Ausgang laufen. Okay, ich mache noch schnell ein letztes Foto vom Panorama. Beeil dich, ich habe schon ein bisschen Hunger bekommen.